Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Straits of Cold Steel 2. Wir sind, und das sage ich jetzt zum x-ten Mal, eigentlich schon im Endspurt, und nachdem sich jüngst wieder die Ereignisse überschlagen haben, nachdem wir den Epilog hier abgeschlossen haben, befinden wir uns jetzt wieder im Rahmen unserer geliebten Class 7 hier in der Thor's Military Academy und haben jetzt die Möglichkeit, an unserem letzten Free Day nochmal das ganze Gelände hier zu bestaunen, mit den Leuten zu sprechen und uns quasi zu verabschieden. Und damit haben wir beim letzten Mal begonnen und werden jetzt hier munter weitermachen. Oder, Clara? Du eröffnest heute mit deinem blühenden Optimismus und deiner Freundlichkeit. Extenuating circumstances have led me to opening an exhibition in Heimdall. More specifically, our club advisor took the liberty of showing off the piece I made during the war to everyone she could. Now I've got people saying they want to become my sponsors or some garbage like that. None of that matters to me. I just wish they'd shut up and let me work. Okay. Ich wollte am Anfang noch sagen, ey, die klingt ja fast freundlich normal, aber am Ende hatten wir wieder die typische Clara. Well, I suppose it's not all bad. They are offering me an awful lot of money, apparently. I can use that to set up my own atelier away from anyone who would try to talk to me and distract me from my work. Ja, wir haben verstanden. Die pöbelt uns seit jeher schon an, dass wir sie nicht stören sollen, und wir tun es trotzdem immer wieder. Ja, wir haben verstanden, Clara. Vielleicht war das letzte Gespräch vorerst. I don't know. Also seien Sie glücklich. I wasn't able to figure out why painting felt so empty to me this past month. Well, not until you came back. All of a sudden that emptiness is completely gone. Clearly, I like your company. Clara always says that paintings reflect the heart of their artist. It looks like she was absolutely right. Aha, das heißt, dein Herz ist leer, wenn ich so auf dein Bild gucke? Oder was willst du mir damit sagen? Paintings really do reflect the heart of their artist. Clara definitely knows her stuff, but if I can only paint when you're around, I'm in for some rough times. Das stimmt. Also solltest dich vielleicht mal ein bisschen von Reen abkoppeln, oder ist da irgendwie mehr als nur eine Bromance im Spiel? Ich weiß es nicht. Na, Schwestern? Was geht? I'll be taking over Clara's position as head of the art club once she graduates. Not that I feel like I'm up to the task, but that won't stop me from trying. I can't live in fear of overstepping my comfort zone, not with you all doing what you're doing. I still don't feel like I'm quite ready to take over the art club, but if I don't do it, nobody else will. I can't live in fear of stepping out of my comfort zone forever, can I? Ich sehe darin sogar eher eine Chance, weil ich glaube, dass eine Linde diesen ganzen Club auch attraktiver machen wird, einfach mit ihrer liebevollen Art, und dass Clara vielleicht eher so ein Blocker war bisher. I don't know. I brought Linda some of the flowers I grew in the gardening club to use as a model for her painting. Do you want some too? They smell super sexy, just like me. A good sniff of them will cheer you up in no time. I'm kidding. I do appreciate the thought, but I think I'm good on flowers for now. Erstmal schön einen Korb verpasst hier. I brought Linda some of the flowers I grew in the gardening club to use as a model for her painting. But who would want to paint some lousy flowers when they have a pretty Vivi just waiting to pose for them? Her loss. Naja, man will ja auch nicht immer das Gleiche als Inspiration und Vorlage nehmen, also insofern schließt doch das eine das andere nicht aus. So, ich gehe jetzt, bevor ich es vergesse, nochmal kurz aufs Dach, weil das haben wir beim letzten Mal nicht geschafft. Plan war ja für heute, uns so ein bisschen von oben nach unten durchzuarbeiten, und genau das tun wir auch. Oh, hallo Vincent, so nachdenklich. It's nearly time for me to bow out of my academic career, so rum. Have the preparations been made for my return to my family's land, Sarifa? Of course, everything is arranged for you to start managing them from the moment you arrive. I have also finished networking with all of the other second years so that you may remain in contact with them. Splendid, all is well then. With the Empire as it stands, it is more imperative than ever that we fresh young graduates stay connected. And what better contact for maintaining those connections than Vincent Florelt, noble and patriot. And what better contact for... Komischer Satz, irgendwie komme ich mit seinen Texten hier gerade nicht klar. I can feel the inspiration from here, Master Vincent.
Voll die Leseschwäche hier bei ihm. My remaining time at this academy shall be as sad and beautiful as the sunset sky. Nary a dry eye will be seen in these halls, while my responsibilities in administering the florid family lands and unifying the graduating second years will deny this fine institution my presence. I shall live on in the memories of my dear sister and the hearts of the fair, beautiful maidens of this academy. Schließt das auch Margarita mit ein? I apologize for interrupting what is clearly a deeply emotional moment for you, but I can sense Lady Margarita's imminent approach. Ich habe gerade auch an sie gedacht, oh Mann. Wo ist sie denn? Ach, die steht da bestimmt hinten, aber noch ein anderer gelber Punkt. Sarifa, we must flee at once. Tonight will be spent on the... On the was? On the lamb at that cafe in Trista. Lamb. Ich habe gerade I am gelesen und dachte, die haben da nur ein Leerzeichen ausgelassen. Aber wie gesagt, irgendwie steht unser Gespräch ja gerade unter keinem guten Stern, Vincent. From where did Margarita get the notion that we were engaged in the first place? I said nothing of the sort. I'm afraid that if we continue on this track, she will one day turn up on my doorstep wearing a bridal gown. No, perish the very thought. Also es ist eigentlich irgendwie auch lustig zwischen den beiden, aber ich glaube, Margaritas Herz ist halt komplett gebrochen, wenn sie realisiert, dass Vincent wirklich, wirklich kein Interesse an ihr hat und das tut mir ein bisschen leid. As long as Master Vincent refuses to elucidate his intentions, I fear this cycle will only continue to repeat. He must either... Was habt ihr für komische Wörter? Cataclysmically decline her advances or accept her with open arms and puckered lips. There is no middle ground. As long as Master Vincent refuses to... Das hatten wir schon. Aber er hat ja nicht zu einer einzigen Sekunde irgendwie den Eindruck erweckt, als würde er Margarita eine Chance geben wollen. Insofern... Oh. Do you know how tough it is to do these special lessons for you kids? Got more than enough on my hands with just one set of lessons, but you guys just had to have your own, didn't you? I'm sure it's a ton of work. We really can't thank you enough for doing all of this for us. Whatever. Yeah, my current workload's a headache, but I'm sure it will be upgraded to a migraine when next year rolls around. Due in no small parts to that damn building over there. Due in no small part ohne S. Wusste ich doch, dass da was falsch war. Worauf beziehst du dich? Auf welches Building? Wird da was Neues gebaut? The one that's supposed to house Valimar and all of those soldiers? The Imperial Army asked the Academy to build it, didn't they? Yeah, ask isn't really the right word though, and it's not the first time. They made us take those combat shells too. They even made me help with it since I worked on that Tachi. Just finished it up a few days before you came back from Crossbell. I didn't know that. They haven't given us any soldiers to put in there yet, but it's probably just a matter of time. I bet they're gonna be as common on the battlefield as tanks soon enough. Yeah. It's kind of scary to think how much has changed in Erebonia already since the end of the war, and this is probably only the beginning. Well, that's life. Nothing stays the same forever. Just don't spend so much time worrying about the future that you forget about what's happening in your life right now. Basically, don't freak out about the future of Erebonia when you've got your own shit to deal with, like next week's test. I'll be sure to study extra hard for this one. Maybe I should drop by that building and pay Valimar a visit later, though. Ist das nicht unmittelbar hinter dem Engineering Building? Ja, ne? Aber beim Engineering Building, da wartet Tower und da schließen wir dann hier dieses Kapitel sozusagen ab. Deswegen würde ich da ganz zum Schluss erst hingehen. Honestly, you'd be better off if you didn't sweat what's to come. You're a student, act like it. Your biggest worry should be the test next week. So today's material is gonna be on it too, so you might as well start studying. Ja, der wird das schon ernst nehmen, denke ich. Mir ist in der letzten Folge, als wir diese ganzen Unterrichtseinheiten auch wieder gezeigt haben, so krass aufgefallen, warum ich so froh bin,
nie wieder in die Schule zu müssen. Also ich gehe mal davon aus, man weiß ja immer nie, was noch so kommt, ne? Oder ob man sich hier und da nicht doch irgendwie umentscheidet. Aber genau dieser ganze Prüfungsmist war der Grund, warum ich auch nie studieren wollte. So. Also noch weitere Jahre irgendwie nur in Theorie und in Büchern versinken und ohne mal irgendwie richtig mit anzupacken. Also ich meine, es gibt ja heutzutage Modelle mit dualen Studiengängen und sowas alles, wo man das so ein bisschen miteinander vermengen kann. Aber ich wollte immer so früh wie möglich in den Arbeitsmarkt einsteigen. Deswegen, ja, das wird mir immer so bewusst, wenn ich diesen ganzen Stress, den die hier haben und dieses ganze Fixieren auf Tests und Prüfungen und Lernen und so. Ich hasse das einfach. Also gut, das hassen vermutlich die meisten Leute, nur ich habe daraus dann für mich halt meine Konsequenzen gezogen, weil ich hätte studieren können, aber ich wollte nicht. Ah, if it isn't Prince Schwarzer, allow me to give you my belated congratulations on your incredible work over in Crossbell. Though it does break my heart that such a heavy burden should fall to a student such as yourself. Don't feel bad, sir. I was the one who chose to accept the Crossbell government's request after all. Besides, it wouldn't do me any good to run away from this. The role I've been given is difficult, but I'll see it through to the end. I ended up meeting some interesting people over there too. I have no regrets. Then I shall only say one more thing. I'm sure your days ahead will be full of hardships. Be sure not to lose sight of yourself as you face them. That is all the advice I can give you. Thank you, sir. General Van Dyke was my superior back when I was in the army. As such, I'm planning on granting you a bit of additional assistance. Is something wrong, Schwarzer? No, sir, not at all. I wouldn't be surprised if Principal Van Dyke knew something, but now's not the time to start asking. Ich verstehe gerade nicht, wie der Infostand hier in der Gesellschaft ist. Also, wir haben ja auch nicht erfahren, wie jetzt die Öffentlichkeit darauf reagiert hat, dass Osborn jetzt wieder da ist. Das muss ja auch für die Leute, vor allen Dingen in Heimdall, irgendwie ein ganz schöner Schock gewesen sein. Aber die Info, dass Osborn jetzt der Vater von Reen ist, die ist nicht publik, ne? Das wissen wir nur in kleinem Kreise. I'm sure that many hardships lie in store for you, but never lose sight of yourself as you struggle to overcome them. That is all the advice I can give. Ich weiß, müsste mich eigentlich jetzt total auf die Crossbell-Spiele gedanklich einstellen, aber je mehr Gespräche ich hier führe, desto neugieriger bin ich dann, was in Teil 3 passiert. Aber sagt mir das bitte auf gar keinen Fall. Ich will mich da komplett überraschen lassen und im Vorfeld nichts darüber wissen. I would have thought you'd be back in your dormitory by now to get everything in order for tomorrow. Now that you are here, however, there's one thing I would like to ask you. Oh, gibt's noch eine Sidequest? How fast Arc and Seal over in Crossbell? You should know after your recent venture. I can say I'm afraid I didn't really get the chance to see what they were up to. I wish I could have though, maybe next time. Reasonable. I was just worried as to Rixia Mao's well-being. Jetzt weiß ich, warum mir der Name so bekannt vorkam. Das ist doch die er so angeschmachtet hat. Ihr Name ist hier schon mal gefallen im Rahmen meiner Sidequest. Ding, ding, ding. Es rattert gerade. Ich habe gerade 10 Glühbirnen überm Kopf. Ja, das war die jetzt. Ja, okay. Das ist cool, dass mir der Zusammenhang hier gerade noch bewusst wird. There have been rumors of late that the group's star performer has been gravely injured and is in the process of recovery. I've been worried that her absence may be placing additional stress on Rixia. Forget I said anything. Oh, Reen gegenüber kannst du doch offen sprechen. Wir wissen doch Bescheid über dein dunkles Geheimnis. You wouldn't think you were such a devoted fan just looking at him. Und ich feier das voll. I wonder how he'd react if I told him that I think I actually ran into her and fought her too. Das würde ich ihm lieber nicht sagen. Actually, I probably shouldn't tell him about the whole fighting thing and I can hardly believe it happened myself. Du hast uns umgebracht, Reen. In der vorletzten Folge hast du uns getötet. Lass dir das mal bitte auf der Zunge zergehen, okay? Hoffentlich hast du ein schlechtes Gewissen jetzt. So, Moment. Putting Rixia Mao aside for now, I do suggest that you try to return to your dormitory soon to get some rest for tomorrow. It would be a terrible waste to spend your final free day of the year too tired to be productive. Ja, ich glaube, das muss er anderen Leuten aus Class 7 mal nahelegen.
Ich glaube, Reen ist inzwischen ganz gut darin, seine Energiereserven einzuteilen, auch wenn er es manchmal übertreibt, aber jetzt gerade bin ich guter Dinge. Hey Mary, I think it's wonderful that you've all resolved to do what's best for you. Rather than following the path life laid out for you, you're taking your lives into your own hands and forging new trails. Making it through the war has clearly had a positive effect on all of you. Making it through the war has clearly had a positive effect on all of our students. Now it's my turn to follow their lead. My family's been telling me that I have to settle down ever since the war ended. That, unfortunately, would mean quitting this job. I'm really going to have to think about this one. Oh, und ihre endgültige Entscheidung werden wir dann vermutlich auch frühestens in Teil 3 dann zu sehen und zu hören bekommen. Well, you've been back for 3 whole days now. Have people finally stopped hounding you with questions? Sounds like you hardly had a moment's peace at first. Well, everyone knew where I'd been. The whole country knows, what with the Chronicle running those stories about me. I can't blame them for being curious. It's one of those things you probably just have to get used to, at least as long as you're a hero in the public eye. Don't think about it too much, just be sure to make good use of tomorrow, both for yourself and for those who no longer can. Thanks, I will. Alright, time to get back to work. I wanna get all this boring stuff done so I can hit the town tomorrow. I should probably get in touch with Torwell and Miles to check on a few things too. Eventuell solltest du das. Ob wir Torwell hier nochmal zu sehen bekommen? Ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt hier nochmal die Möglichkeit ergeben wird, auch andere Städte zu bereisen. Aber vielleicht ist er jetzt hier auch irgendwo in der Nähe. Keine Ahnung. Why, hello, Reen. How goes your studying? I'd be more than happy to help if you're having any sort of trouble. Ja, du kannst mir die Testfragen schon mal mitteilen. Thanks for the offer, but I think I'll be alright. I've got the Makias and Emma support system keeping me on the ball. If that offer extends to next year, though, I'm sure I'll be taking you up on it then. Oh, by all means, nothing in this world makes me happier than lending a hand to students in need. But can you believe the academic year is so close to its end? I'd just love to see it off with a big old party, wouldn't you? I think you're on to something. Ich bin gespannt, ob wir diese Party noch miterleben werden. Ich kann mir vorstellen, dass die Credits durchlaufen, wenn die am Feiern sind. Irgendwie so. It's so hard to get everyone together in one place now, though. Instructor Neidhart is always busy with his army duties, too. I would have just loved to ring out the school year with a big party, but perhaps it just wasn't meant to be. Naja, kommt schon noch. Geduld, Geduld, mein Freund. Irgendwie mag ich den Thomas. Der ist so... Klar, der ist irgendwie crazy, der nervt wahrscheinlich auch so ein bisschen als Lehrer, der ist so sehr exzentrisch auf seine Art, aber ich glaube schon, dass der ein cooler, netter Dude ist, der auch, ja, anderen gerne unter die Arme greift und seinen Job gerne macht und so. Also eigentlich hat man objektiv gesehen, finde ich, bei ihm nichts zu beanstanden, so auf menschlicher Ebene. The sunset's beautiful tonight, isn't it? The lino flowers have started blooming throughout town as well. I suppose you could say they're getting ready to see everyone off as they take the next step in their lives. Well, no matter what you think the flowers are up to, try to make your last free day worthwhile, but stay out of harm's way. I'll try. The lino flowers have started blooming throughout town as well. I suppose you could say they're getting ready... Das hatten wir doch schon. But stay... Aber ihr wundert mich, dass das jetzt nichts Neues sagt. Dass ich Beatrix mag, das stand ja schon nach Teil 1 irgendwie fest. Da war ich noch nicht so der große Thomas-Fan. Bin ich jetzt streng genommen auch nicht. Ich wollte nur mal eine Lanze für ihn brechen, weil hier und da die Leute immer so gemein sind zu ihm. Hello, both the students and instructors seem so restless right now. Not that that comes as a surprise. Whether they stay at Thor's or go elsewhere, they have a brand new environment to adapt to. Hehe, but new beginnings are part of the nature of spring, and that's not a bad thing. Both the students and instructors seem so restless right now, but I guess that makes sense with spring just around the corner. Und was ist mit dir selbst? Was für Veränderungen stehen bei dir an? Weil du sitzt hier, glaube ich, seit Teil 1 und machst einen und denselben Job. Was ja per se nicht schlimm ist, aber die Frage kann ja trotzdem erlaubt sein. Wenn sie nämlich Veränderungen anpreist, dann darf man doch sicherlich die Frage stellen, wie sie denn Veränderungen lebt.
Oder sie will da noch ein paar Jahre bleiben und das kommt später. I don't know. The flea market tomorrow is a joint project between the merchants of Trista and some volunteer first years. It's gonna be quite the occasion. Sounds just about right for the last free day of the year if you ask me. Haha, I'll be there to see it for sure. Tomorrow's flea market's gonna be a sight to see, going by all the work that's gone into it. Haha, I better stop on by. Ich hoffe gerade irgendwie so, dass hier noch eine Sidequest kommt, aber ich glaube, ich habe das verkackt. Ich meine, irgendwo im Hauptspiel eine Mission ausgelassen zu haben und das nervt mich immer noch. Ich meine, Platin ist hier eh nicht drin, weil ich wahrscheinlich nie den Nightmare-Durchgang mache, aber ja, ich hätte es schon schön gefunden, zumindest alle Sidequests hier zu erwischen und bin gespannt, wenn ich mich dann in die Recherche begebe, wo ich was ausgelassen habe, was ich da vorfinden werde, weil ich meine hier eigentlich sehr gründlich gewesen zu sein. I still can't believe that they're actually keeping the Ashen Knight here at the Academy. Well, yeah, the Ashen Knight and its pilot are both seen as heroes. They ended the war after all. I heard the entrance exams were crazy this year too. Everyone really wants to get in after everything that's happened. No doubt. Who wouldn't want to go someplace where you might end up with your own knight? I wonder what kind of students manage to get in. Oh, hey, heading back to your dorm later then. Nee, noch nicht. Also eigentlich haben wir jetzt noch ein bisschen was an Tour vor uns. Well, that's enough about that for now. We've still got to figure out our plans for our free day tomorrow. Wanna check out that thing they're doing in the Auditorium? Well, that's enough. Was machen die denn im Auditorium? Warte mal, was war denn da nochmal? Normalerweise bin ich ja immer so vorgegangen. Achso, hier sind jetzt auch die Ausrufezeichen. Aber das neue Gebäude ist jetzt hier nicht eingezeichnet, ne? Was wir angeblich auch betreten können sollen. Uns wurde ja gesagt, wir sollen da mal vorbeischauen. Aber wie kommt man da hin? So. Hugo, wee bam, I hope you're ready for the flea market tomorrow. I'm gonna outsell you so hard you'll have no choice but to admit I'm the better merchant. Becky, if you're only now declaring war, you've already lost. Any merchant worth his salt would have known the battle started the moment the market was announced. Did I overestimate you again? Haha, I think it's about time I proved something to her once and for all. That my knowledge of marketing theory is nearly perfect and approaches like hers stand absolutely no chance against it. Ich bin bei den beiden, verstehe ich echt nicht, ob da auch mehr als nur eine geschäftsseitige Anziehung oder Reiz vorliegt oder ob die auch menschlich irgendwie sich zueinander hingezogen fühlen, weil die kleben von Tag 1 irgendwie konstant aneinander. Aye, keep at it, mate. You will not be laughing for long. Cannot wait to wipe that smug look off his face tomorrow. Okay, na gut, dann mal gucken. Ey, so wie ich Falcom einschätzen würde es mich echt nicht überraschen, wenn die ganz am Ende dann hier wirklich nochmal so eine Art Festival oder Event aufbauen, wo du dann nochmal mit allen sprechen kannst, die sich dort tummeln und dann ist das Spiel erst vorbei. Irgendwie so. Hey, Usis. Oh. Hi. I owe nearly as much to the writing club this year as I do to our class. My time at Thoris wouldn't have been nearly as interesting if I hadn't joined. I consider myself lucky to have done so. I'm happy to hear that. Warte mal, ich muss mal kurz mein Mikro ein bisschen nach unten schieben. So. Still, Reen, from what I understand, my brother owes you a lot for what you've done during your stay in Crossbell. I wouldn't say that. While I was there, I saw the extent of his political skill over and over again, and, well, I feel like I only now know just how much he's capable of. In both good ways and bad, I assume. I thought I knew him just like I thought I knew my father, but in the end, they were both strangers to me. Warte mal, ich dachte gerade, ich habe irgendwo ein Handy wieder klingeln hören. Ich halluziniere wieder. Es ist wieder soweit. Sorry, Uses. Well, enough about me. Dieses Sorry, Uses hat gerade voll gepasst zu dem kleinen Einwand gerade. I just wish he could have seen his duty as one of the Academy's directors through to the end of the year, that's all.
ich frage mich auch gerade, was ist eigentlich aus dem Rest der Liberation Front geworden? Also Almina haben wir ja gesehen, die war ja mit uns im Kampf, also die wird wahrscheinlich auch unter deren Fittiche sein. Aber was ist mit den ganzen anderen Leuten, die wir teilweise auf dem Weg zum Endgegner seinerzeit auch bekämpft haben? Sind die noch da? So McBurn und Konsorten? Und Scarlet und so? Also es gab ja einige Leute, die da involviert waren. This year has been a hectic one, that much is sure. I just wish my brother could have seen his position as an academy director through to the end of it. Naja, Prioritäten haben sich auch in seinem Leben ein bisschen verschoben, ne, würde ich mal sagen. I've been chosen as the next riding club captain. I can't help but feel like Eustace would be the right person for the job, though. Still, it's my responsibility now, so I'm gonna do an even better job than he would. I've been chosen to be the captain of the riding club next year. It's a lot of responsibility, but I'll prove that I was the right choice. Nobody will be better at this than me. Ich hätte gedacht, dass der Lambert hieß der, ne? Dass diese Aufgabe eher ihm zuteil wird. Aber gut, Paula ist ja wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Wahl. So, warte, ich wollte gucken, ob ich mit dem Pferd noch talken kann. Die haben zumindest einen eigenen Punkt auf der... oh ne, warte, falsche Taste. Auf der Karte. Das ging doch früher immer. Also entweder lasst mich mit den Tieren sprechen oder zeichnet die nicht als Punkt ein. Alles andere ist nicht nachvollziehbar. Guck mal, mit ihm geht das. Den anderen bestimmt auch. Ich stand einfach nur doof. I have my heart set on joining the Imperial Cavalry after graduation. Ach so, deswegen hat Paula wahrscheinlich jetzt die Verantwortung übertragen bekommen. We live in rapidly changing times, but that only makes it more important for me to chart Erebonia's path as both a noble and a soldier. Besides, this provides me an opportunity to put my Thor's education to good use, the lessons I learned from the Civil War too. Why did I come to this conclusion, you ask? I suppose it was Hugh's influence, and that of a dearly departed fellow's second year. Aha, wer denn? I have my heart set on joining the Imperial Cavalry after graduation. I recognize that I'll be treading a dangerous path, but there's no need to worry. Not as long as I have Whitcomb by my side every step of the way. Ich glaube, die Leute, die sich Sorgen machen, die tun es trotzdem zurecht. Und objektiv gesehen sollte man prinzipiell immer dankbar sein für Leute, die sich sorgen, weil das ja ein gutes Zeichen ist. Wie habe ich mal so schön gelesen hier und da, wie sagt man so schön, man kann auf so viele Art und Weisen ich liebe dich sagen, auch wenn das ultra kitschig ist, aber pass auf dich auf und melde dich, wenn du zurück bist und melde dich, wenn du zu Hause bist, sind im Grunde genommen genau die gleichen Aussagen, nur etwas anders formuliert. Guck mal, hier ist Margarita. Na? Where in the world could my little sugar plum have disappeared to? Most men would be glued to the arm of a fiancé as delectable as I am. Vincent must just be feeling shy. Hä, aber als wir oben auf dem Dach mit ihm gesprochen haben, meinte er doch, sie kommt gerade auf die zu. Ach, die haben sie von oben wahrscheinlich hier rumlaufen sehen und daher die Aussage. There's not much time until he graduates, though. I have to find him so we can spend his final hours at Thor's together. Where could my noble escort be? With his graduation so close at hand, I'll have to track him down so we can close out his time at Thor's together. Die ist halt schon irgendwie ein bisschen plemplem. Ich mache mir darüber zu viele Gedanken, ich weiß, aber kann man die nicht irgendwie wachschütteln? So lustig das auch ist, aber irgendwann kommt der bittere Moment. Und so wie die sich da reinsteigert, könnte ich mir vorstellen, dass die auch so eine Person ist, die dann ihre Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hat und vielleicht irgendwie anfängt Amok zu laufen oder sich irgendwas anzutun oder so. Das wären irgendwie so meine Befürchtungen. Eigentlich ergibt Angeln gar keinen Sinn. Komm, ich angel jetzt einen Fisch aus Nostalgiegründen, was auch immer hier gerade angebissen hat. Und den Rest lassen wir dann. Also ich hoffe, dass es dann hier nicht noch irgendwas Neues gibt. Nicht, dass dann Kenneth oder so auftaucht und noch ein neuer Dialog entsteht. Oder an einem Notebook irgendwas freigeschaltet wird. Aber guck mal, wir sind ja eigentlich gut dabei. Nee, komm, den Rest brauchen wir jetzt nicht. Das wäre nur
sinnloses Zeit-Totschlagen. Wir haben ja noch viele interessante Gesprächspartner. The new seeds I've planted have finally started to sprout. It will be a while before we get to see any flowers though. I was hoping I'd actually have the chance to raise these ones myself, but it wasn't meant to be. The new seeds I've planted have finally started to sprout. Just wish I could be here to see what kind of flowers they'd produce. Aber guck mal, wir leben doch in einer Zeit, wo es Fotoapparate gibt. Also ich meine, es ist immer noch was anderes, als das live zu sehen, aber es gibt doch hier einen Fotografie-Club. Könntet ihr euch nicht darauf einigen, dass die das festhalten und dir dann rüberschicken? Wo auch immer du dann sein wirst, wenn es soweit ist. Ich dachte, hier wäre gerade ein Ausrufezeichen bei den Blumen gewesen. The flowers inside all of our hearts have seen better days, mine and Fee's included. But that's nothing to worry about. I'm sure that spring's warm caress will thaw them out and return them to normal. The flowers inside all of our hearts have seen, ich will mal have been sagen. But that's nothing to worry about. I'm sure that spring's, achso, das hat sie schon mal gesagt. Okay. War schön mit dir, Edel. Ich mochte dich immer, auch wenn du nie irgendwie zentral im Fokus standst, aber ich glaube, du hast auch für Vieh eine Menge getan und schon allein dafür sollte man dir, denke ich, dankbar sein. So, dann bin ich jetzt mit den Leuten draußen scheinbar erstmal durch. Die meisten werden sich vermutlich in den Gebäuden aufhalten. Ich will mal gucken, ob ich hier nach Trista komme. Oder ob der Weg versperrt ist. Oh wait, I still need to go see Tower, don't I? I'd better go to the Student Union Building. Ja, das machen wir. Hä, aber in der anderen Textbox hieß es, dass Tower im Engineering Building ist. Oder ich habe es falsch verstanden. Oder sie ist erst da und dann dort. Was? Ich wollte ja aber gucken. Der NPC da hinten, der hat mich voll angefixt, hier mal vorbeizuschauen. Jetzt lassen die mich ja einfach nicht rein. Das ist ja die Frechheit sondergleichen hier. So, aber ins Gymnasium lässt man mich doch hoffentlich, jawohl. Wird Laura hier auch irgendwo stehen? Bestimmt hinten beim Wasser. Ich gehe jetzt erstmal dahin. Normalerweise gehe ich immer in den Fechtclub, aber diesmal ist es anders. Ah, guck mal, die zwei wieder. Ganz in ihrem Element. Guten Tag. Having to race against Laura is a little panic-inducing, sure. But I can't let that put me off trying. I won't get better if I never push myself. Ever since I've known Laura, she's been helping me grow. I can't let myself get complacent now, not after all of the faith and time she spent on me. Ja, das ist gut. Ach, ich bin so froh, dass sie sich wieder vertragen haben. Das hat ja richtig geknirscht zwischen denen in Teil 1. Then let our race begin. I expect nothing short of your best. Of course. Sehr gut. It's a true joy to see the strides Monica's made since she first started swimming. People are like water, always shifting, always churning, even when they look calm on the surface. I have no doubt plenty was happening beneath the surface for her. Ja, aber bei dir genauso. Es war ja nicht nur Monica das Problem, also so habe ich das zumindest empfunden, sondern auch Laura in ihrer Lehrerrolle, also Lehrer in Anführungsstrichen. Sie hat sie halt gelehrt in dem Sinne, obwohl sie offiziell auf dem Papier kein Lehrer per se ist. It's official. Once Klein graduates, he's going into the Imperial Army. In fact, that's where he is right now, doing some sort of training program. I was hoping to pick his brain about some stuff, given that I'm the new captain of the swimming club. Oh, well. Okay, cool. What I should teach next year's batch of new recruits. I'm really going to have to think this one over. I guess lesson 1 would be getting them used to swimming in a cold pool since it's early spring and all. Am I really cut out for this? I'm not half the man Klein is. What I should teach? Also wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich ihn am wenigsten in der Rolle bisher sehe, das vermitteln zu können. Aber ich will es ihm auch nicht absprechen, um Gottes Willen. Vielleicht wird er seine Aufgabe auch richtig gut machen und da reinwachsen und alles und überhaupt. Aber ich hatte Caspar eher noch als sehr
jung und unerfahren so in Erinnerung, aber muss natürlich nichts heißen. So, na, Alan und Patrick, wir haben schon gehört, dass ihr euch hier wieder am Duellieren seid, das hat uns Bridget gesagt. Looks like I'm finally able to go toe-to-toe with Patrick. Haha, guess I've got all of Bridget's support over the year to thank for that, but these aren't many laurels to rest on. A good boyfriend aims higher to make sure that he can always keep his girlfriend safe. Girlfriend, ich hab's irgendwie gerade komisch ausgesprochen. I'd never be able to fight Patrick on equal terms without Bridget there supporting me from the start. Can't deny that going out with her's got me feeling pretty good. I'm practically bursting with confidence. Ah, damn it, Alan, control yourself. You can't say that kind of stuff out loud in the middle of club practice. No worries, I get where you're coming from. War aber auch eine schwere Geburt zwischen den beiden. War das gerade neu? Warte mal. Das erste, was er gesagt hat? To fight Patrick on equal terms? Nee, das hat er gerade eben schon mal. Okay, alles klar, dann macht ihr mal. Und du so? Oh, it's you, Schwarzer. Is it true you're going to be helping the student council again tomorrow? I would have imagined one in your position would take the opportunity to rest, but I suppose that's just not your way. Yeah, for better or worse, that's just how I am. How are things back at home, by the way? I've heard things are still kind of chaotic over in the Sutherland province. So it seems. It's certainly keeping my father busy. Celestian will be returning home to help him, so I imagine he'll be able to stay on top of things, but... what is it to you how my family is faring? Don't you have enough to worry about as things stand? Well... I have no shortage of scores to settle with you, so I'd appreciate it if you got back to being your old self. Otherwise, I'll simply end up speeding ahead of you before you know it come next month. Thanks, I'll keep that in mind. My father should be able to stay on top of matters, what with Celestine returning home to help him. As you're well aware, we have no shortage of matters to clear up between us, so get back to being your old self already. Otherwise, I simply end up speeding ahead of you. Okay, alles klar. Ich dachte, hier gibt's zum Ende hin vielleicht nochmal eine respektvolle Umarmung oder einen Schulterklopfer oder so, aber es ist weiterhin kompliziert zwischen den beiden. Instead of going home once I graduate, I plan on going on a little journey. I've weighed all of my options and this one stood well above the rest. I'm curious to see how far my swordsmanship can take me, so if nothing else, it should be a very interesting experiment. I decided to ask Loggins to join me as well, so let's see how he replies. Wo ist er denn überhaupt? All that aside, both Ellen and Patrick have improved significantly. I haven't yet decided who should be the next club captain, but maybe there doesn't need to be one to start. Having them compete on a regular basis and transferring the captain title to whoever has the most wins might work too. Die Frage ist halt, wollen die überhaupt der neue Captain werden? Ich weiß nicht, ob ich darauf so Bock hätte, weil damit ist wahrscheinlich auch viel so Administratives und so Zettelwirtschaft und so verbunden. Und ja, du hast dann wahrscheinlich auch Aufgaben außerhalb der bloßen Übungseinheiten hinaus. Und kann cool sein, kann aber auch uncool sein, je nachdem welcher Club vermutlich auch. Oh, they're gonna race? Better get snapping now. Now, this is why the swimming club's the best club. Nothing but well-rounded photo opportunities one after another. Rest in peace, Rex the war photographer. We hardly knew you. Okay, das fand ich herrlich zynisch von Reen, aber er hat sowas von recht. Yeah, just look at them. You can tell they've grown a lot over the past year. I've gotta make sure my photos capture that just right. Ja, ich sag nichts mehr zu Rex. Nichts, was ich nicht schon gesagt hätte. Oh, guck mal, Loggins sitzt hier. Ja, da ist er. Hi, so nachdenklich. I enrolled in this academy figuring it would lead me straight into the Imperial Army. The only thing I'm good at is being tough, so I always figured that would be the best way to pay the bills, I guess. But lately, I've been wondering if that's really a good enough reason to join up. I'm pretty much ready to enlist, but do I really want to? Ever since I entered the academy, I figured I was on a beeline for the army.
But now that I'm like a month away from graduation, I'm starting to second guess myself. Do I really want to do this? Oh. Ich glaube, wenn die Frage von Friedel kommt, einen anderen Weg einzuschlagen, ich glaube, er ist dafür durchaus empfänglich. So nehme ich ihn gerade zumindest wahr. Ich muss ja nochmal die Bänke einmal kurz checken, weil wie gesagt, im ersten Teil gab es hier irgendwann mal was zum Sammeln. Ich glaube allerdings unten. Ich glaube, das war die zweite Bank hier so. Aber diesmal scheinbar nicht, es sei denn, ich habe was übersehen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie zweimal sowas an die gleiche Position packen. Das werden sie sicherlich von Teil zu Teil, wenn überhaupt, dann irgendwie verteilen. So, dann lass uns mal zum Oldschool-Haus gehen. Ah, das Oldschool-Haus, so viele Erinnerungen, ey. Ich finde, ich habe aber, glaube ich, schon mal gesagt, ich finde, dass der erste Teil durch den Abschluss des zweiten Teils nochmal so ein krasses Upgrade erfährt, weil man die Tragweite von dem, was in Teil 1 passiert, halt jetzt erst so versteht, wie wichtig das eigentlich war. Die Kontakte, die geknüpft worden sind, die Field Studies, die gemacht worden sind, wie die zusammengeschweißt worden sind. Ich finde, wenn du Teil 1 halt so ganz normal spielst, dann hast du halt das Gefühl, ja, hier Schule und alles dümpelt so vor sich hin und bisschen Alltag, bisschen Kämpfen und so dieses große Ganze wird einem, finde ich, erst hier in Teil 2 bewusst. Looks like George has given the bike a bit of a tune-up. I can't wait until I get another chance to ride it. Guck mal, jetzt sogar noch unsere Farbe, die ich ihm zuletzt gegeben habe. Aber 3 Farben fehlen noch. Wo zur Hölle kriegt man die denn her? Also ich habe immer alles eingekauft, was es einzukaufen gab. Habe ich das in irgendeinem Bücherregal übersehen oder so? Also das könnt ihr mir gerne mitteilen, weil ich glaube, jetzt werde ich nicht mehr viele Möglichkeiten haben, da irgendwas anzupassen. So, dann gehen wir mal in der Library gucken, wen wir hier so antreffen. Guten Tag, die Dame. Now that the war's finally over, the continuations of stories I've been following are finally hitting the market. I think I'll take this and this for now. I can't wait to spend tomorrow just relaxing and reading in here. Oh ja, die Phase hatte ich auch mal, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Da habe ich auch sehr viel gelesen und bin nonstop in irgendwelchen Büchern versunken. Und das eine hat irgendwie das andere abgelöst. Now that the war's finally over, the continuations of stories I've been following... ja, can't wait. Okay, hier wiederholt sie sich. So. Was zur Hölle mache ich hiermit? Hatten wir darüber schon gesprochen, ob das irgendwie in Trades in the Sky schon Thema war? Aber ich muss mir gerade die Nase zuhalten auf einer Seite, weil ich sonst niesen muss. Das will ich gerne vermeiden. It feels like the press have to work the famous Ashen Chevalier into everything lately. It's kind of wild to have the talk of the country standing right in front of me, especially as you don't really look like a celebrity. You just seem like any other student to me. Well, I am. I'm nothing special. Bin mir gerade irgendwie nicht sicher, ob man das als Beleidigung oder als Kompliment auffassen sollte. Vermutlich Letzteres. Also er will ja auch als normaler Dude angesehen werden, insofern kommt ihm das vermutlich gelegen. It feels kinda wild to have a celebrity standing right in front of you, especially as you don't really look like a celebrity, you just seem like any other student to me. Tja, so ist das manchmal. Nicht jede Berühmtheit muss auch immer danach aussehen und das sind meistens auch die sympathischsten, finde ich. So, ja, also ich kann auch mal grob gucken. Also hier habe ich jetzt die Imperial Chronicle Back Issues. Hier kann ich auch noch was lesen, oder? Ja, warte. So hätte ich mich auch dem Pferd wahrscheinlich vorhin annähern müssen. Ach, das sind auch Back Issues. Ach so, hier sind die ersten quasi. Ja, klar. Okay, und hier, das ist, glaube ich, in Teil 1 ja immer kontinuierlich erweitert worden. Aber ich meine, dass die Buch- und Leserauswahl hier gleich ist zu Teil 1. Aber das verschwimmt in meiner Erinnerung auch so ein bisschen. Deswegen so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich hätte es irgendwie niedlich gefunden, wenn sie Celine hier auf die Bank gepackt hätten. Aber Celine wird wahrscheinlich dort sein, wo sich auch Emma gerade aufhält. Ich weiß nicht, diese Bank assoziiere ich irgendwie so hart mit ihr, weil wir ihr im ersten Teil oft auch dort immer Milch gegeben haben, nach der sie ja damals noch verlangt hatte. So, aber guck mal, dann sind wir doch hiermit schon durch. Auditorium geht halt gerade nicht. Das heißt,
gehe ich denn jetzt zuerst hin? Warte mal. Es gab doch hier Walk around the Academy lautet unser Ziel. Okay, in der Student Union gibt es aber einige. Das sind eigentlich die ganzen restlichen Class 7 Member. Ich bin mir gerade unsicher. Ich speichere mal sicherheitshalber. So, ich habe mich irgendwie immer noch nicht entschieden. Ich finde, Engineer Building klingt irgendwie richtiger wegen dem Gebäude dahinter. Aber zuletzt, als ich nach Trista wollte, hieß es ja, ich muss zuerst mit Tower sprechen. Also das scheint mir beides irgendwie so richtig. Also bisher war es ja immer so, dass du alle rote Ausrufezeichen abfrühstücken musstest. Deswegen wird es wahrscheinlich komplett egal sein, wo man zuerst hingeht. Ich starte jetzt mal hier. So. Was? Das sind die Sachen, die ich wahrscheinlich in der Infernal Castle auch hätte kaufen können, wo mir das Geld nur gefehlt hat, oder? Oder warum gibt es jetzt hier plötzlich neue Sachen, die vielleicht gar nicht so neu sind? Ich weiß es nicht. Aber ein bisschen Geld habe ich eigentlich, also theoretisch. Oh, guck mal, eine neue Imperial Chronicle gibt es hier noch. Also eigentlich ist das gar nicht so überraschend, aber ich hatte das gar nicht mehr, oha, auf dem Schirm. Und da ploppt die nächste Trophäe auf. Na gut, wenigstens habe ich scheinbar keine Bücher ausgelassen. Das ist doch auch schon mal eine schöne Bestätigung. Ich kaufe jetzt hier keine neuen Sachen mehr, oder? Ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Aber wobei, Moment, guck mal, wir haben ja hier noch ein bisschen was. Wir haben da noch ein bisschen was an Kohle. Und nicht nur das. Wenn ich einmal im Engineering Building bin, dann kann ich da noch viel mehr einkaufen. Wenn ich dann nämlich meine Seppets, von denen ich sehr, sehr viel habe, je nach Kategorie, wenn ich die dann nämlich auch einlöse. Wobei das eigentlich wahrscheinlich eher Sinn machen würde, die restlichen Slots erstmal voll zu machen. Ich weiß halt nicht, was sich eventuell in den nächsten Teil dann übernehmen lässt, ne? Wenn ich ja einmal das Ganze abspeichere. Das ist jetzt auch gerade der einzige Grund, warum ich jetzt hier nochmal einkaufe und gucke, ob ich hier irgendwas noch aufgestockt kriege. Vieh ist versorgt, Guy ist noch nicht. Ey, der Gay Bulk, ne? Ey, wer The Last Remnant gespielt hat, der wird da direkt Bilder im Kopf haben bei dem Waffennamen. Milliam hatte auch nichts bekommen damals. Oder die Sachen sind wirklich alle neu. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich habe da keinen Überblick mehr. So, hiervon habe ich 4. Hiervon habe ich 4 equipped und 3 noch im Inventar. Ich würde mir jetzt mal 2 auf Reserve noch kaufen. Keine Ahnung. Spontane Entscheidung. Vielleicht klug, vielleicht nicht so klug. I don't know. Hey there, Crow. Sorry, wrong guy, huh? Hast du mich gerade mit Crow verwechselt? Wie kann das denn passieren? War der zuletzt hier oder was? Also ähnlich sehen wir ihn, finde ich nicht. Oh, sorry about that. I'm just so used to him coming here to mess around every day that I thought you were him. Das ist doch aber schon voll lange her, seit er das letzte Mal hier war. Also das irritiert mich gerade ein bisschen. I still can't believe he's gone. Don't know if I'll ever be able to. Vor allen Dingen hat er uns nie, kurz nachdem Crow weggegangen ist, hat er uns nie mit Crow verwechselt. Warum ausgerechnet jetzt? I still can't believe he's gone. Don't know if I'll ever be able to. Feels like he's just gonna wander back in here like nothing ever happened, you know? Ich weiß nicht, hat der Crow einfach nonstop im Kopf oder haben wir ihn explizit dran erinnert? Wir werden es nie erfahren, aber ich bin ein bisschen irritiert. Oh, guck mal, wie der ganze Lacrosse Club hier gerade zusammenhockt. Tomorrow's going to be Emily and Theresia's final day as members of the Lacrosse Club, which means it's one of the last days we'll really get to spend with them. We better make the most of it. We don't have much time left to spend with Emily and Theresia, which means we have to wring every last drop of fun out of it that we can. Macht das mal, aber solltet ihr das nicht irgendwie anders machen, als hier vor einem leeren Tisch im Kreis zu sitzen und euch anzugucken? Oh yeah, I'll be passing the second year training regimen down to you tomorrow. It's crazy hard, but you're ready for it, aren't you? Give me a hell yeah. Hell, of course. Das hat noch nicht ganz so gut geklappt. Paris has been working real hard to take up the role of captain now that we're leaving. Hey, we might have hit a rough patch or two along the way, but it's good to know I can graduate worry-free now. Paris has been working real hard.
Das heißt aber, das ist wirklich das letzte Mal, dass wir die ganzen Clubs auch in der Konstellation hier sehen, ne? Weil in Teil 3 wäre es ja hart unlogisch, wenn man die dann irgendwie nochmal wieder trifft. Also, es sei denn, die haben dann andere Rollen. The Imperial Army will be establishing a major new air fleet soon, you know. So Emily and I are going to sign up. You can imagine how well Father took the news, but we managed to talk him around to the idea. Emily's already fired up at the thought of being an officer like Captain Claire one day. Emily and I are planning on joining the Imperial Army's new air fleet after graduation. It's a tad nerve-wracking to be sure, but I have Emily with me. I know everything's going to work out fine. Jetzt bin ich auf Ferris gespannt, was sie gleich sagt. Sie schien mir nämlich gerade ein bisschen nervös. I have been appointed the new captain of the Academy's lacrosse club. I swear on my name as a florid, I will do a stellar job in fulfilling the numerous duties that come with the title, though perhaps bringing my rivalry with Elisa to its conclusion by the end of the month will take precedent for now. Precedent, weiß nicht, komisches Wort. Moving on to the next issue. What should be done about inviting new members to the club next month? Okay, alle Hände voll zu tun auf jeden Fall. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Ferris, ich finde, die ist immer noch so ein ganz kleines bisschen abgehoben. Die ist natürlich irgendwie ein bisschen bodenständiger geworden, aber bei ihr als Captain, ich weiß nicht. Nee, ich glaube aber, sie wird das schon gut machen. The radio filled me in on everything you were up to over in Crossspell. To think you used to need my help to get onto the radio. Nowadays the radio follows you. That's very, very impressive. But just take care, okay? Ich glaube, der mag uns. The radio filled me in on everything. Do me a favor and look after yourself, will you? You promise. Das hat er so gerade nicht gesagt. Das war neu. Ja, wir tun, was wir können. Also alles wie immer halt, ne? Standardantwort. The hangar's in use already from what I hear. Not much, but it's a start. Da ist es wieder, das ominöse Gebäude. It will probably be used way more in the future, though. We might even end up with Soldat-related classes thanks to it. Kinda makes me feel like I'm graduating too soon. I can't say I don't know how you feel, but I think we should just believe in the first years now. They've grown a lot since their first day. They'll be fine. I suppose that's true. It's hard to believe tomorrow will be our final free day here at this academy. Maybe I should show my face in the salon at some point. Salon, ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Try not to end it with any regrets, okay? Ja, schwierig. Also ich meine, ich glaube, jeder wird in einer Situation wie dieser irgendwie hinterfragen, ob die Entscheidungen so die richtigen sind. Ach, du bist ein Mädel. Sorry, falsche Stimme vorhin. It's been an eventful 2 years here, but a fun 2 years nonetheless. Look at me, getting all down like it's over. We've still got time to enjoy yet. It's been an eventful 2 years here. Okay. Gut, bevor ich es vergesse, würde ich dann zum Ende hin... Deswegen kleine Warnung für diejenigen, die das nicht interessiert. Danach ist heute Schicht im Schacht, aber ich würde gerne die letzte Imperial Chronicle nochmal lesen, bevor ich hier heute zumache. Ich bin schon wieder im falschen Menü. Ich lerne es einfach nie. Ich bin ein komplett hoffnungsloser Fall, aber da wenigstens überrascht das jetzt wahrscheinlich auch keinen mehr. So, 10 Seiten. Wir ziehen durch, auch wenn das jetzt Überlänge hat, aber egal. Also, danke fürs Einschalten an diejenigen, die bis hierhin nur durchgehalten haben und welcome to the rest. Newsflash. Congratulations on Crossspell's annexation. Lord Rufus Albarea, best known as the man who led the Erebonian forces which moved on Crossspell, became the first Governor-General of Crossspell during a ceremony held at Orcus Tower, which will henceforth be the territory's new center of government. Albarea sought to work towards a stable society and build a new government, one completely different from those that came before. His speech was met with cheering and thunderous applause. Bestimmt alle eingekauft. Universal rejoicing in Crossspell. There wasn't a frown to be seen in Crossspell City today, with its citizens unanimously overjoyed to be incorporated into the Erebonian Empire. It's like a dream come true, said one 20
33-year-old woman. Oh, das war eine sehr tiefe Stimme für dich. Aber ich hab's heute mit Frauen, die sehr tiefe Stimmen haben. Das passt schon. Others were more reserved in their celebration, happy to join of the empire, but remorseful for Crossbell's actions. We must have caused the Erebonian people a lot of stress, lamented one self-employed man I spoke to. It seems the annexation has brought about a new era of self-awareness for the people of the newly declared territory. Working together with Erebonia. Crossbell has long prospered as a result of having one of the largest merchant cities on the continent, and its inclusion into the empire should only grant it greater prosperity. Wasting no time after returning to his position, Chancellor Osborne announced on the same day as the annexation that he would introduce new policies to support the territory's economic growth. Governor General Rufus Albarrea looked more than happy to hear the news, and the two kept off the meeting with an enthusiastic handshake to rapturous applause. The annexation of Crossbell is bound to bring about a bright future for the people of Erebonia, and we here at the Imperial Chronicle are united in supporting its future development. Das ist auch so interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Geschehnisse kommentiert werden. Hier von der Imperial Chronicle und der Crossbell Times hieß das, glaube ich, auf der anderen Seite. Ja, da unten links steht es ja auch. Economy. Crossbell sparks economic turnaround. Ever since to the annexation of Crossbell, national economic indicators have been on the rise. There are several contributing factors, of course, including Imperial Governor Karl Ragnitz' announcement that Heimdall has returned to normalcy, and large corporations like the Rainford Group resuming their exports, but many cite Crossbell as a turning point. Some analysts even argue that the pre-war economy has already been surpassed. Furthermore, the capital is likely to see a massive influx of tax revenue from Crossbell, which many economic analysts predict will lead to unprecedented levels of prosperity. One economic pundit commented, "With Crossbell under its wing, Erebonia's economy is likely to reach greater heights than ever before. It wouldn't be hyperbole to call Erebonia as it stands a superpower." Society. The Ashen Knight overwhelms the Republican Army. Ring Schwarzer! Yes! Mutti, wir haben's in die Zeitung geschafft! The hero who brought the Civil War to an end still has a few tricks up his sleeve, which he proved by single-handedly repelling the Republican Army. The 18-year-old Mr. Schwarzer is a student at a prestigious military academy as well as the only person capable of piloting the cutting-edge Ashen Knight. His achievements quickly drew the eye of the armed forces, and one high-ranking army staff member even says that they are considering giving him special treatment upon graduation to hasten his path to becoming a military officer. Ich glaube, der könnte wirklich alle Prüfungen verkacken, dem stehen ab sofort alle Türen offen, das bestätigt sich hier nur nochmal zusätzlich. This young man's future seems exceptionally bright, but the military has been doing what it can to keep his light hidden. Nearly all information on him and his whereabouts is classified, and interviews with him are strictly prohibited. Politics. Special meeting of the Provincial Council. Another meeting of the Provincial Council is planned for the end of this month. Marquis Rogner, Marquis High Arms, and Crossbell Governor General Lord Rufus Albarrea are all set to attend. The meeting will deal with the aftermath of the war and the treatment of Duke Cayenne and Duke Albarrea, both of whose questioning has now formally begun. The council has said that they will also issue a statement regarding the ongoing confusion in Ordis, where a splinter group of Noble Alliance forces continues to enforce its rule. Many have taken this as a sign that they may bring that situation there to an end. Life. Let's get the new year to a good start. 12.4 had its share of ups and downs, but 12.5 is finally here. The start of a new year is always a good chance to put the past behind us and start afresh. So here are a few tips for welcoming the new year in a positive way and work toward making it a good one. First, sort your belongings. This is a great opportunity to throw away all the unneeded clutter building up around you. Don't forget to get some cleaning in either. Second, set at least one new goal for yourself to achieve in the year ahead. Having goals makes you feel more positive.
Ja, sei denn, man schafft die Ziele nicht, ne? Third, be sure to give back to the people who helped you last year. Why not send them a card? That's sure to leave a positive impression. Fourth, last but not least, be sure to get plenty of rest. Last year's civil war took an exhausting toll on all of us, so much so that a large number of people in the capital claim to have witnessed a collective hallucination. Get those thoughts out of your head and start the year off healthy by sleeping well and sleeping often. Wenn die wüssten, dass das nichts mit ungesunder Lebensweise zu tun hat, sondern mit höheren Mächten, die dazu imstande sind, Menschen zu manipulieren, aber das ist dann ein anderes Thema. Gut, ihr Lieben, wir werden uns beim nächsten Mal hier im Gebäude weiter umgucken, die roten Ausrufezeichen abarbeiten, hier in der Kantine nochmal mit den lieben Leuten sprechen und dann vermutlich in der Hauptstory auch vorankommen. Vielleicht auch das Ganze zum Abschluss bringen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!